Dies ist kein tropisches Paradies. Dies ist der Amazonas, ein uraltes Schlachtfeld der Raubtiere. Amazonas, das Reich der Raubtiere. Die Morgendämmerung bricht langsam durch den Nebel, der die hohen Baumkronen bedeckt. Der Amazonas-Regenwald, eines der artenreichsten und komplexesten Ökosysteme der Erde, erwacht mit einer grandiosen Symphonie der Natur. Papageien kreischen in der Luft, Affen schreien durch die Baumkronen und Insekten zirpen im feuchten Boden. Der Raum öffnet sich plötzlich. Aus der Vogelperspektive erscheint der tropische Wald wie ein endloser, majestätischer Teppich. Unter den dichten Baumkronen verbirgt sich eine geheimnisvolle Welt, in der Leben und Tod jeden Augenblick nebeneinander existieren. Unter der trüben braunen Wasseroberfläche eines ruhigen Sumpfes verbirgt sich ein riesiges Lebewesen. Fast niemand bemerkt seine Anwesenheit. Eine weibliche Anaconda, über 5 Meter lang, deren dunkle Schuppen sie perfekt mit ihrer Umgebung verschmelzen lassen. Mit weit aufgerissenen Augen wartet sie geduldig. Keine Eile, kein Lärm. Am Rande des Sumpfes nähert sich eine Herde Capybaras, die größten Nagetiere der Welt. Es sind friedliche Tiere, die in Herden leben und sich oft an Wasserstellen versammeln, um Gras zu fressen und sich zu baden. Die Jungtiere spielen unter dem Schutz der Erwachsenen. Die Szene wirkt friedlich wie ein Picknick in der Natur. Doch unter der Wasseroberfläche hat die Anaconda alles genau geplant. Sie stürzt sich nicht sofort auf ihre Beute. Sie wartet, bis die Capybaras in die richtige Position gekommen sind. Dann, zack. Wie ein Blitz schießt sie aus dem Wasser und schlingt sich um das größte und stärkste Tier der Herde.
Wasser spritzt, die anderen Tiere schreien alarmiert, die Kapibaras geraten in Panik und fliehen. Aber das Opfer ist bereits fest im Griff. Als der Kampf vorbei ist, beginnt die Anaconda ihre Beute langsam und sicher vom Kopf her zu verschlingen. Danach gleitet sie leise zum Ufer zurück, sucht sich einen sicheren Platz im Dickicht, um sich auszuruhen und den wochenlangen Verdauungsprozess zu beginnen. Versteckt unter der trüben braunen Oberfläche der Flüsse und Sümpfe des Amazonasgebiets ist der Kaiman einer der geheimnisvollsten und gefährlichsten Raubtiere des Regenwaldes. Mit einer Länge von bis zu 5 Metern bei der größten Art, dem schwarzen Kaiman Melanosuchus niger, verfügt er über viele Besonderheiten, die ihn perfekt an die tropische Süßwasserumgebung angepasst haben. Kaimane sind der Inbegriff von Geduld und explosiver Kraft. Sie verbringen den Großteil des Tages unter Wasser, nur die Augen und die Nase ragen aus dem Wasser und warten auf Beute. Eine unachtsame Bewegung, ein falscher Schritt eines Wasservogels oder eines kleinen Tieres, das zum Trinken ans Wasser kommt, und schon erfolgt der blitzschnelle Angriff, sodass das Opfer kaum Zeit hat, sich zu wehren. Im Gegensatz zu Anacondas, die langen Kämpfen große Beutetiere jagen, wählen Kaimane blitzschnelle Angriffe mit einer Kieferkraft, die ausreicht, um Knochen zu zermalmen. Ihre Nahrung ist sehr vielfältig. Von Fischen, Vögeln und Wasserschildkröten bis hin zu Affen und manchmal sogar Artgenossen. Neben ihrer Jagdfähigkeit sind Kaimane auch ein Regulator der Population im Ökosystem. Sie helfen, die Anzahl der Fische und kleinerer Arten zu kontrollieren und halten so indirekt das Gleichgewicht in der Nahrungskette aufrecht. In der Trockenzeit, wenn die Wasserlöcher austrocknen, versammeln sich die Kaimane in den verbleibenden tiefen Gruben, wo die Revierkämpfe und der Überlebenskampf härter denn je werden. Auch wenn sie nicht so dramatisch wie Leoparden oder so wild wie Riesenschlangen sind Kaimane dennoch die stillen Könige des Amazonassumpfes, wo ein einziger Blick oder eine kleine Bewegung den Beginn eines tödlichen Angriffs bedeuten kann. Obwohl sie gefährliche Raubtiere sind, können Kaimane ihre Vormachtstellung in den Sümpfen nicht immer behaupten.
Riesenotter, eine scheinbar harmlose Spezies, sind manchmal die gefährlichsten Feinde, vor denen sich Kaimane in Acht nehmen müssen. Nicht wegen ihrer individuellen Stärke, sondern wegen des Zusammenhalts der ganzen Gruppe. Wenn ein Kaiman es wagt, sich ihrem Revier oder ihren Jungen zu nähern, schließen sich die gesamte Gruppe zusammen. Mit ohrenbetäubendem Geschrei, scharfen Zähnen und schnellen Bissen stürzen sie sich auf ihn. Selbst der starke Kaiman muss manchmal vor dem Druck der gut organisierten Otter, die wie eine Eliteeinheit agieren, zurückweichen. Der Riesenotter, der Runora brasiliensis, ist mit einer Länge von bis zu 2 Metern die größte Otterart der Welt. Sie lebt in Familien von 3 bis über 10 Tieren und hat ein äußerst enges Sozialleben, in dem alle Aktivitäten in der Gruppe stattfinden, von der Jagd über das Spielen bis hin zur Verteidigung des Territoriums. Sie geben oft verschiedene Laute von sich, von Warnschreien bis zu Rufen, um sich im dichten Wald miteinander in Kontakt zu halten. Besonders auffällig ist, dass jedes Tier ein einzigartiges weißes Muster am Hals hat, das ihnen wie ein Fingerabdruck hilft, einander zu erkennen. Sie sind ein Symbol für Intelligenz, Teamwork und Familienzusammenhalt in der Wildnis und ein unerwarteter Gegner, selbst für die Könige der Unterwasserwelt, wie Kaimane. Während andere Lebewesen im Amazonas-Regenwald jagen, angreifen oder sich zu Ruddeln zusammenschließen, hat der Riesenameisenfresser Myrmecophaga tridactyla einen ganz anderen Lebensstil gewählt. Still, einsam und ausdauernd. Mit einem Körperlänge von über 2 Metern, einem langen, zotteligen Fell, einem Schwanz, der wie ein beweglicher Teppich wirkt, und einer charakteristischen langen, schmalen Schnauze bewegt sich der Ameisenfresser langsam durch die unteren Waldschichten und hinterlässt außer umgestürztem Grashalmen kaum Spuren. Sie haben keine Zähne. Ihre Hauptwaffe ist ihre über 60 cm lange Zunge, die sie bis zu 160 Mal pro Minute herausstrecken können, um Ameisen und Termiten aus ihren Erdhügeln zu saugen. Pro Tag kann ein Tier bis zu 30.000 Ameisen verzehren, eine enorme Zahl, die ihrem riesigen Körperbau entspricht. Obwohl sie harmlos und langsam wirken, sind Ameisenbären keineswegs leicht zu fangen. Sie besitzen lange, messerscharfe Krallen, mit denen sie Baumstämme zerreißen oder sogar Raubtiere, die ihnen zu nahe kommen, schwer verletzen können.
Sie sind meist Einzelgänger, haben ihr eigenes Revier und geraten selten in Konflikte. Bei Gefahr fliehen sie nicht, sondern drehen sich um und verteidigen sich mit ihren Krallen, bereit zu kämpfen, wenn sie in die Enge getrieben werden. Still, klassisch und unauffällig sind die riesigen Ameisenbären ein Beweis für eine ausdauernde und kluge Art zu überleben, bei der die Stärke nicht in Geschwindigkeit oder Zusammenhalt liegt, sondern in der absoluten Spezialisierung auf eine einzigartige Lebensweise im Urwald. Unter einer Schicht von verrotteten Blättern und zwischen den verschlungenen Wurzeln der Bäume herrscht reges Treiben. Das Reich der Blattschneiderameisen Atta spp. Sie sind nicht groß und nicht aggressiv, aber ihre Stärke liegt in ihrer Überzahl und ihrer hervorragenden Organisation. Lange Ameisenreihen bilden einen endlosen Strom, wobei jedes einzelne Tier ein Blatt trägt, das größer ist als sein eigener Körper. Diese beweglichen Blattboote sind das Ergebnis eines hochentwickelten kollektiven Verhaltens, das Tag und Nacht ohne Unterbrechung stattfindet. Das Besondere daran? Sie fressen die Blätter nicht. Stattdessen bringen die Blattschneiderameisen die Blätter in ihr Nest, um Pilze zu züchten. Eine spezielle Pilzart, die sie im Laufe ihrer Millionen Jahre langen Evolution kultiviert und domestiziert haben. Die Pilze sind die Hauptnahrungsquelle des gesamten Ameisenvolkes. Obwohl sie so klein sind, spielen Blattameisen eine wichtige Rolle bei der Zusetzung von Biomasse, dem Nährstoffkreislauf und der Auflockerung des Bodens und tragen so zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts im Ökosystem des Regenwaldes. Ohne Gebrüll und scharfe Krallen liegt ihre Stärke in ihrer Organisation und Ausdauer, die von einer kollektiven Intelligenz zeugen, die keine einzelne Spezies erreichen kann. Die Amazonasregion in der Trockenzeit. Das Wasserschien sinkt und hinterlässt verstreute Tümpel im Wald. Das Leben konzentriert sich auf die verbliebenen Wasserstellen, wo sich Beute und Raubtiere versammeln. Und in diesen trüben Gewässern taucht ein bekanntes Raubtier wieder auf. Es ist die weibliche Anaconda, die vor einigen Wochen ein Kapibara gerissen hat. Nach dem üppigen Mahl und einer langen Verdauungsphase schlängelt sie sich nun langsam durch das seichte Wasser und hinterlässt einen schwachen Pheromonduft in der feuchten Luft. Dieses Signal zieht schnell die männlichen Pythons an. Sie tauchen lautlos aus den umliegenden Wasserläufen auf und kämpfen nicht mit ihren Krallen, sondern mit Ausdauer. Als die Weibchen innehalten, umschlingen die Männchen sie und bilden einen Paarungsklumpen, einen Klumpen aus lebendem Fleisch, der sich in der ruhigen Wasserpfütze windet. Es gibt kein Brüllen,
sondern nur die lautlosen Bewegungen der riesigen Körper, die sich um einen einzigen Mittelpunkt drehen. Es ist die Paarungszeit der größten Schlangen der Welt, still und von ursprünglicher Schönheit. Wenn die Trockenzeit zu Ende geht, erwacht das Leben in den Wasserlachen wieder. Zu dieser Zeit wird der Himmel über dem Amazonas so lebhaft wie nie zuvor. Aus allen Himmelsrichtungen kommen Schwärme bunter Vögel. Langschwänzige Papageien gleiten wie bunte Pfeile durch die Baumkronen. Sie fliegen in Schwärmen und geben ohrenbetäubende Laute von sich, die durch den ganzen Wald hallen. Währenddessen balancieren Tukane mit ihren überdimensionalen bunten Schnäbeln auf hohen Ästen und suchen still nach reifen Früchten. Unter den neu entstandenen Wasserlachen lauern Dutzende von Wasservögeln wie Reiher, Blässhühner und Kormorane auf isolierte Fischschwärme. Dies ist die ideale Zeit für die Jagd, da das niedrige Wasser die Beute sichtbar macht. Weiter oben vermischen sich die Rautenrufe von Rotkehlchen, Waldsperlingen und Kolibris zu einem lebendigen Chor der Brutzeit. Jedes einzelne Tier ist wie eine Note in einer wilden, aber harmonischen Waldmelodie. Der ganze Wald scheint in einen neuen Rhythmus zu versetzen. Laut, lebhaft und voller Energie, der den Beginn des nächsten Zyklus im Amazonas ankündigt. Über den riesigen Baumstämmen des Amazonaswaldes, wo jeden Morgen die ersten Sonnenstrahlen hinfallen, befindet sich eine lebendige und geheimnisvolle Welt. Hohe Baumkronen, ein ewiger Baldachin, der sich über Millionen Hektar Wald erstreckt. Hier ist das Leben in ständiger Bewegung. Eine Gruppe roter Affen springt von Ast zu Ast entlang der dichten Baumkronen. Der Anführer der Gruppe stößt einen langen Schrei aus, der wie ein Hornruf durch den alten Wald hallt. Es ist eine Reviermarkierung, aber auch der Auftakt zu einer Symphonie in den Baumwipfeln. Auf einem großen Baumstamm klammert sich ein 13-Faultier lautlos an das Moos und bewegt sich Schritt für Schritt, als ob die Zeit stillstehen würde. In einer Welt, in der meiste Lebewesen schnell und wachsam sind, hat es eine andere Strategie gewählt: sich verstecken und geduldig sein. Direkt über der Spitze des höchsten Baums pflegt der Harpienadler, der stärkste Vogel Amerikas, sein Nest. Mit einer Flügelspannweite von fast 2 Metern und Krallen, die schärfer sind als Messer, ist der Harpienadler der Schrecken der Affen und Faultiere.
Aber in diesem Moment ist er eine patiente Mutter. Er füttert sein Junges mit seinem Schnabel und beschützt es unter seinen breiten Flügeln. Das Adlerhorst besteht aus Hunderten von großen Ästen und liegt fast 40 Meter hoch. Eine uneinnehmbare Festung. Der Baumkronendach ist der Ausgangspunkt für einen Großteil des Lebens im Amazonasgebiet. Er ist Dach, Esstisch, Zufluchtsort und Spielplatz. Hier findet jeden Tag ein endloses Schauspiel statt, das zugleich friedlich und brutal ist, wo Mutterliebe und Überlebensinstinkt auf jedem Ast und jedem Blatt Hand in Hand gehen. In der glühenden Mittagssonne, wenn die Sonnenstrahlen durch die Blätter fallen, schläft der Amazonas-Regenwald. Die Tiere verstecken sich vor der Hitze. Nur das Zirpen der Zikaden und das Rauschen des Windes in den Baumkronen sind zu hören. Aber dies ist die Zeit, in der der Jaguar lautlos auftaucht. Entgegen der Vorstellung von nachtaktiven Raubtieren sind Jaguare in Amazonien meist tagsüber aktiv, insbesondere im dichten Wald, wo das Licht nur schwer eindringt und die Luft immer feucht und kühl ist. Das goldene Fell mit den charakteristischen schwarzen Mustern glänzt in der Sonne und fügt sich perfekt in das Bild des Waldes ein. Die kalten Augen verfolgen jede kleine Bewegung im Wald. Später Nachmittag. Die Sonnenstrahlen dringen durch das dichte Blätterdach und spiegeln sich glitzernd auf der Oberfläche eines scheichten Sumpfes. Die Umgebung wirkt friedlich, aber jede Bewegung wird beobachtet. Im Schatten der dichten Bäume am Ufer nähert sich der größte Raubkatze Südamerikas seinem Ziel. Ein Kaiman, der regungslos in der Sonne auf dem schlammigen Ufer liegt. Mit windleichten Schritten nähert er sich dem Kaiman von hinten und versteckt sich unter Laub und Wassergras. Dann ein blitzschneller Sprung, sein muskulöser Körper schießt wie ein Pfeil vorwärts. Im Handumdrehen verschließt sich sein Stahlgebiss um den Schädel des Alligators. Ein paar heftige Zuckungen, dann ist die Wasserüberfläche wieder ruhig. Die Jagd dauerte nur wenige Sekunden, ohne Blutvergießen, ohne Verfolgungsjagd, nur mit der absoluten Präzision eines hochentwickelten Instinkts. Mitten am Tag, bei vollem Tageslicht, meldete sich der Herrscher des Amazonas nicht mit einem Brüllen, sondern mit einer einfachen Handlung. Er nahm einem anderen Jäger das Leben.
Von den dunklen Gewässern unter der Erde bis zu den lichtdurchfluteten Baumkronen, von winzigen Lebewesen wie Ameisen bis zu riesigen Raubtieren wie Leoparden. Der Amazonas ist ein uraltes, majestätisches und sich ständig veränderndes Universum. Jedes Lebewesen hier, ob stark oder zerbrechlich, hat seine eigene Rolle in diesem großen ökologischen Gefüge. Sie leben, jagen, lieben, vermehren sich und sterben in einem nie endenden Kreislauf. Keine Art ist überflüssig, kein Moment ist still. Der Amazonas ist nicht nur ein Wald, er ist die Seele der Erde, ein Ort, an dem Vergangenheit und Gegenwart miteinander verschmelzen. An dem das Leben nach den ursprünglichsten Gesetzen existiert. Und ob der Mensch nun seinen Fuß hierher setzt oder nicht, das Leben hier geht weiter, Tag für Tag, so wie es immer war, so wie es heute ist und, wenn es geschützt wird, so wie es immer sein wird. Sie sind die Verkörperung von Dunkelheit und Licht. Stille Jäger, versteckt in den unzähligen Szenen der Natur. Der nie endende Kampf der Leoparden. Wenn die Sonne nur ein schwacher Streifen am Horizont ist, ist der alte Wald noch in einen Schleier aus Nebel gehüllt und die Natur erwacht sanft. Eine sanfte Brise weht durch die hohen Bäume, berührt die taufeuchten Blätter und trägt die flüsternden Geräusche des gerade erwachenden Lebens mit sich. Jede Bewegung ist noch langsam, jeder Atemzug noch still. Ein Schatten gleitet lautlos durch die Wurzeln, durch das Dickicht, durch jeden Blick. Das ist weder Legende noch Mythos. Es ist die Realität stiller Jäger, wilder Seelen mit majestätischer Gestalt, der Leopard. In den dichten Wäldern Südostasiens, wo das Blätterdach das Licht abhält und die Luft voller Feuchtigkeit ist, gleitet eine weiche Silhouette durch die hohen Äste, als wäre sie gerade aus der Dunkelheit geschmolzen. Es ist der Nebelparder, die geheimnisvollste Wildkatze in der Wildnis. Nebelparder sind nicht so groß wie Tiger oder Löwen, sondern mittelgroß, mit einer Körperlänge von nur etwa 1 Meter und einem Gewicht von 11 bis 25 Kilogramm. Was sie jedoch so besonders macht, ist nicht ihre Größe, sondern ihre perfekte Kombination aus Beweglichkeit
Geräuschlosigkeit und herausragenden Kletterfähigkeiten. Ihre langen Schwänze, die fast so lang sind wie ihr Körper, dienen ihnen als Ruder und helfen ihnen beim Klettern auf hohen Ästen, das perfekte Gleichgewicht zu halten. Das Fell des Nebelpaders ist ein Meisterwerk der Natur. Eine goldene oder aschengraue Grundfarbe, verziert mit großen, schwarz umrandeten Flecken, die sich sanft wie schwebende Wolken winden. Daher auch der Name Nebelpader, der ihre bemerkenswerte Fähigkeit, sich im fleckigen Licht des Walddaches zu tarnen, perfekt widerspiegelt. Im Gegensatz zu vielen anderen Katzen verbringen Nebelpader die meiste Zeit auf Bäumen. Sie können kopfüber Baumstämme hinunterklettern, kopfüber an Ästen hängen, um von oben zu beobachten oder zu jagen. Mit ihren langen, scharfen Zähnen, besonders den Eckzähnen, die im Verhältnis zur Kopfgröße des Nebelpaders die größten unter den Katzen sind, können sie Beutetiere wie Affen, Vögel, kleine Tiere oder manchmal sogar Wildschweine schnell erlegen. Nebelpader sind Einzelgänger und vorwiegend nachtaktiv. Tagsüber ruhen sie sich auf hohen Ästen aus, fernab von menschlichen Blicken und Gefahren. Diese Ruhe wird jedoch zunehmend zur Dauerzustand. Abholzung, Jagd und Bevölkerungsrückgang bringen den Nebelpader in Gefahr. Die Art wird derzeit als gefährdet eingestuft, da nicht mehr als 10.000 erwachsene Tiere in freier Wildbahn leben. An vielen Orten sind sie spurlos verschwunden, wie eine Wolke, die sich in der Nacht auflöst. Unter dem feuchten Blätterdach des Amazonas, wo jede Bewegung lautlos sein muss, um zu überleben, gibt es ein Tier, das spurlos umherstreift. Sein dunkelgoldenes Fell mit Rosettenmustern lässt es mit der Waldkulisse verschmelzen, sodass es sich nicht nur verstecken, sondern Teil davon werden kann. Es handelt sich um den Amazonas-Jaguar, das mächtigste und geheimnisvollste Raubtier Amerikas. Mit seinem schlanken, muskulösen Körper von über 2 Metern Länge braucht der Jaguar keine Geschwindigkeit. Er verfügt über eine überlegene Waffe, den stärksten Biss in der Familie der Katzen. Ein einziger Biss kann den Schädel eines großen Tieres durchbohren oder den Panzer einer Schildkröte zermalmen. Die Mittagssonne brannte auf das Wasser und beleuchtete den weißen Sand. Der Kaiman liegt regungslos da, die Augen halb geschlossen,
Sein Körper verschmilzt fast mit dem nassen Sand. Der Jaguar ist schon lange dort. Versteckt hinter den Büschen am Wasserrand, alle Muskeln angespannt, die Augen unbeweglich. Keine Eile. Die Zeit ist sein Verbündeter. Der Wind dreht. Der schwache, stechende Geruch des nackten Rückens des Reptils steigt dem Jaguar in die Nase. Ein Schritt, 2 Schritte, still wie die Dunkelheit. Dann stürzte er sich wie ein lebender Pfeil auf seine Beute. Der Leopard zog seine Beute langsam aus dem Wasser. Kein Brüllen, kein Gemetzel. Nur ein normaler Teil der Kette des Lebens, in der die Stärkeren nicht viel sagen müssen. Allerdings wird dieser Stärkere von Tag zu Tag schwächer. Durch die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes und die Verschmutzung und Zerstückelung der Flüsse durch den Menschen verliert der Jaguar nicht nur seine Beute, sondern auch sein Revier, sein Leben und seine Zukunft. Diese Tierart gilt als gefährdet, und wenn die Abholzung nicht verlangsamt wird, wird der Jaguar eines Tages nur noch in Dokumentarfilmen zu sehen sein. Im hellen Tageslicht erscheint der Wald wie ein schillerndes grünes Labyrinth. Das Licht filtert durch das Blätterdach, malt fleckige Muster auf den Boden und lässt alles in der schwülen Atmung Luft zu verschmelzen scheinen. In dieser Szene würde niemand vermuten, dass sich die Dunkelheit lautlos durch den Sonnenschein schleicht. Ein schwarzer Schatten gleitet leichtfüßig zwischen den verwelkten gelben Blättern hindurch. Sein Körper ist unter dem ineinander bewobenen Licht- und Schattenflecken beinahe unsichtbar. Nur wenn es durch einen schrägen Lichtstrahl hindurchgeht, erscheinen die schwachen Rosettenmuster wie eine versteckte Karte, die es als melanistisches Individuum der Leopardenart kennzeichnet. Der schwarze Leopard mag kein Licht, aber er fürchtet es auch nicht. Bei Tageslicht bewegt er sich nicht wie ein Raubtier, sondern wie ein Schutzgeist, der über den uralten Wald wacht.
Seine Schritte sind langsam und sicher. Seine Muskeln spielen unter seinem dunklen Fell. Seine Ohren zucken leicht nach hinten, wenn er das Schlagen von Vögeln hört, und seine leuchtend gelben Augen lassen den Wald vor ihm, wo sich die niedrigen Büsche bewegen, nicht aus den Augen. Sie weiß, dass sich ihre Beute bei Tageslicht in Sicherheit wähnt. Ein kleines Mang stöbert unter dem Gestrüpp herum. Es ist so still, dass man das Knirschen der trockenen Blätter unter seinen winzigen Hufen hören kann. Die schwarze Pantherin faucht nicht, brüllt nicht, rennt nicht. Nur ein geduckter Sprung vom hohen Hügel. Ihre Krallen graben sich in den Boden vor ihrer Beute wie ein dunkler Pfeil, der aus dem Nichts abgeschossen wird. Ein kurzer Schrei, dann Stille. Der schwarze Schatten verschwand mit seiner Beute in den dichten Bäumen. Nichts blieb zurück, außer dem Gesang der Waldvögel und den gestörten Sonnenflecken. Das Tageslicht schwächt die schwarze Pantherin nicht, im Gegenteil, im Licht wird sie noch geheimnisvoller. Alle Lebewesen sind auf ihre Augen angewiesen, um zu überleben. Aber sie versteckt sich im Licht und nutzt die Dunkelheit als flexible Hülle. Sie braucht keine dunkle Nacht, keine Baumrinde. Die schwarze Pantherin existiert im Tageslicht wie ein lebendes Paradoxon, eine Dunkelheit, die unter der Sonne atmet. Auf den trockenen, rissigen Ebenen in der Trockenzeit, wo es nichts als verbranntes Gras und ein paar gestümmelte Akazienbüsche gibt, brennt die Mittagssonne wie Feuer auf die Erde. An einem Ort, an dem sogar Schatten Schutz suchen müssen, schreitet der Gepard immer noch voran, als kenne er das Konzept der Müdigkeit nicht. Sein Gang ist leicht wie der Wind, sein schlanker Körper ist darauf ausgelegt, jegliche Hitze zu vermeiden. Kleiner Kopf, schmale Brust, lange Beine, ein wie eine Rube ausgestreckter Schwanz, alles bereit für eine einzige Aufgabe: schneller zu laufen als jedes andere Landtier. Vor ihm graste eine Herde Impala mit großen Augen und gespitzten Ohren. Sie waren die natürlichen Athleten der Ebenen, schnell, wendig und mit blitzschnellen Reflexen. Ein gewöhnliches Raubtier kann sich einer Impala-Herde nicht nähern, ohne entdeckt zu werden. Es schleicht sich näher heran, versteckt sich hinter niedrigem Gras und duckt sich bei jedem Windstoß. Wenn die Entfernung weniger als 80 Meter beträgt, spannt es seine Hinterbeine wie eine Bogensehne an.
Das Impala hebt das Kopf. 1 Sekunde. Dann bricht die Hölle los. Der Gepard stürzte sich wie ein lebender Pfeil vorwärts. Das Gras wurde zerfetzt, dichter Staub wirbelte auf. Die Impala-Herde geriet in Panik und floh. Jedes Tier sprintete in eine andere Richtung und änderte ständig seinen Kurs. Aber das Raubtier wählte ein Ziel, fixierte es mit seinem Blick und hielt für einige Sekunden eine Geschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde. Nach der rasanten Verfolgungsjagd lag das Raubtier keuchend neben seiner Beute. Jeder Atemzug brannte wie Feuer in seiner Kehle. Es blieb keine Kraft zur Zeierung und keine Zeit für eine lange Pause. Die Beute konnte ihm jeden Moment wieder entrissen werden. Es musste fressen, es musste wachsam sein, es musste überleben. Auf dieser rauen Graslandschaft trug die Gepardin noch eine zusätzliche schwere Last: die Mutterschaft. Nach 3 Monaten Schwangerschaft würde sie in einem abgelegenen Busch 2 bis 6 Junge zur Welt bringen. Die Neugeborenen waren zerbrechlich, ihre Augen noch geschlossen, ihr Rücken mit moosgrauem Fell bedeckt, so schwach, dass schon ein vorbeikommendes Raubtier ihr Leben beenden konnte. Die Mutter musste allein jagen, allein beschützen und ihre Jungen in Stille aufziehen. Kein Brüllen, kein Rufen, nur lang anhaltende Ausdauer über viele Monate hinweg. Die Hälfte der Jungen wird die ersten Lebensmonate nicht überleben. Aber die andere Hälfte, wenn sie überlebt, wird von ihrer Mutter lernen, wie man geduldig ist, wie man beschleunigt, wie man den Moment nutzt, um ihren schlanken Körper in die einzige Waffe zu verwandeln, mit der man in diesem rauen Land überleben kann. Der Gepard ist nicht die stärkste Spezies. Er ist auch nicht die wildeste. Aber er ist der Inbegriff von Schnelligkeit, Finesse und dem Willen, Leben unter gnadenlosen Bedingungen zu erhalten. Jeder Lauf ist ein Spiel mit dem Tod. Und jeder Schritt, nachdem die Jungen zum ersten Mal ihre Augen geöffnet haben, ist ein stilles Gelübde. Wir werden nicht aufhören, egal wie schnell die Welt rennt. Er ist nicht der Größte, nicht der Schnellste und auch nicht der Auffälligste unter den Raubkatzen. Aber in der Natur gibt es Lebewesen, die nicht durch reine Kraft überleben, sondern durch eine stillere Wache. Anpassungsfähigkeit. Inmitten der dichten Wälder Asiens oder der trockenen Savannen Afrikas existiert der Leopard still wie ein einsamer Künstler und hinterlässt seine Spuren auf jedem Terrain. Kein Klima ist zu heiß, kein Wald zu dicht, keine Bergspalte zu eng, als dass er dort leben könnte.
Mit seinem schlanken, anmutigen Körper, der einschließlich Schwanz etwa 2 Meter misst, und seinem goldenen Fell mit charakteristischen Leopardenflecken, kann sich der Leopard fast perfekt in seine Umgebung einfügen. Diese schwarzen Flecken sind nicht nur schön, sondern auch die perfekte Tarnung, die den Leoparden zu einem namenlosen Schatten zwischen hohem Gras, dichtem Gebüsch oder durch die Bäume fallendem Sonnenlicht macht. Auf einem Ast, der über die Savanne ragte, lag der Leopard regungslos. Von dieser Höhe aus überblickte er das gesamte offene Gelände unter ihm, wo das frühe Sonnenlicht warme, goldene Streifen über das Gras malte. Eine Herde Impalas näherte sich und graste nicht weit von dem Ort, an dem er wartete. Sie waren wachsam, ihre Ohren bewegten sich ständig, ihre Augen waren weit geöffnet und suchten ständig ihre Umgebung ab. Aber hoch oben, zwischen den trockenen Ästen, lag dieser Schatten still wie ein Teil des Waldes. Der Leopard hatte es nicht eilig. Er wartete. Als sich ein junges Impala von der Herde löste und sich dem Baum näherte, spannte er seine Beine an. Es war kein Geräusch nötig, es war kein Signal nötig. Er sprang vom Ast, seine Klauen schnitten durch die Luft, sein Körper fiel wie eine lebende Rakete. Die Herde der Impalas geriet in Panik und floh, aber das Junge war zu spät. Es wurde nach nur wenigen Herzschlägen zu Boden gedrückt. Nur ein präziser Biss in den Hals, dann Stille. In der Savanne überlebt nicht der Stärkste, sondern der Geduldigste. Aber Abholzung, Wilderei, Konflikte mit Menschen und genetische Isolation führen dazu, dass die Zahl der Leoparden an vielen Orten stark zurückgeht. Einige Unterarten im Nahen Osten und in Ostasien sind ausgestorben oder fast ausgestorben. Die Art wird derzeit als gefährdet eingestuft, aber ohne rechtzeitigen Schutz ist das Risiko, weiter auf der Aussterbeliste nach unten zu rutschen, unvermeidlich. Inmitten von hochaufragenden, ganzjährig schneebedeckten Klippen gleitet eine schemenhafte Silhouette über den Bergrücken. Es ist der Schneeleopard, ein Fabelwesen, das in Höhenlagen über 3000 Metern lebt, wo Sauerstoff knapp ist und Menschen sich nur selten hinwagen.
Sein dichtes, silbergraues Fell, sein fast so langer Schwanz wie sein Körper und seine breiten, für den Schnee geeigneten Pfoten tragen dazu bei, dass dieses Tier für das Überleben in der Kälte geboren ist. Es bevorzugt die Einsamkeit, bewegt sich lautlos und hinterlässt selten Spuren außer leichten Fußabdrücken im frischen Schnee. Im Frühling, wenn der Schnee schmilzt und die Täler von Rufen widerhallen, beginnt für die Schneeleoparden ihre kurze Paarungszeit. Nach 3 Monaten Trägheit bringt das Weibchen 1 bis 4 Junge in einer geschützten Felshöhle zur Welt. Sie werden von ihrer Mutter gesäugt, wachsen zwischen Felsen und Wind auf und lernen von einem Berghang zum anderen zu springen, bevor sie nach fast 2 Jahren aufbrechen, um ihr eigenes Revier zu suchen. Derzeit werden Schneeleoparden als gefährdet eingestuft. Mit nur noch etwa 4.000 bis 6.000 Exemplaren in freier Wildbahn sind sie erheblichem Druck durch Wilderei. Klimawandel und Lebensraumverlust aufgrund der Ausweitung der Viehhaltung in Hochgebirgsregionen durch den Menschen ausgesetzt. Es werden zwar einige Schutzgebiete eingerichtet, doch diese reichen nicht aus, um diese stille Spezies vollständig vor dem Aussterben zu bewahren. Inmitten des stillen Windes und des treibenden Schnees blicken die Augen des Schneeleoparden immer noch zum Horizont, wo die Berge unberührt bleiben. Seine Stille ist die letzte Warnung an die Welt der Menschen. Von den dichten Wäldern Asiens bis zu den Savannen Afrikas, von den schneebedeckten Gipfeln bis zum Amazonas-Regenwald, jede Leopardenart hat ihre eigene Form. Ihre eigene Überlebensstrategie, ihre eigene Botschaft aus der Natur. Der Nebelpart ist so still wie Rauch im Bambuswald. Jaguar greift in tiefem Wasser an. Der schwarze Leopard verschmilzt mit dem Tageslicht, wie atmende Dunkelheit. Der Leopard ist ein Einzelgänger in jedem Terrain. Der Schneeleopard ist in allen Terrains ein Einzelgänger. Der Schneeleopard erscheint wie ein Flüstern inmitten des ewigen weißen Schnees. Alle verlieren ihren Lebensraum. Abholzung, Wilderei, Klimawandel und Gleichgültigkeit lassen ihr Brüllen immer seltener werden. Aber sie sind nicht verschwunden. Und sie brauchen kein Mitleid. Sie brauchen nur Menschen, die der Natur Raum lassen. Denn solange es noch Leoparden gibt, kann der Wald wild bleiben. Und solange es noch Wildnis gibt, ist die Welt noch nicht vollständig verloren.